5 Monate haben wir in dieser einsamen Hütte im hohen Norden von Norwegen verbracht. Wir wollten erfahren, wie es sich anfühlt, einen ganzen Winter unter arktischen Verhältnissen zu leben. Wie kommen wir mit der vielen Dunkelheit zurecht? Wie wirkt sich die soziale Isolation auf unsere Psyche aus? Wie fühlt es sich an, bei minus 20 Grad durch den Schnee zu stapfen? Sind die tanzenden Nordlichter tatsächlich so beeindruckend? Und fahren hier oben wirklich alle mit Hundeschlitten durch die Gegend? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns im letzten Jahr den Traum erfüllt, einen Winter in der nordnorwegischen Einsamkeit zu verbringen. Mittlerweile ist ein ganzes Jahr vergangen, in dem wir neben Nordnorwegen auch noch ein paar andere Abenteuer erleben durften. Aber darüber berichten wir euch ausführlich in den kommenden Monaten hier auf YouTube. Aktuell sind wir, wie man hier sehen kann, zurück in unserer Heimatstadt Salzburg. Mit im Gepäck haben wir eure Fragen zu unserer Zeit in der nordnorwegischen Hütte. Wie haben wir die Hütte gefunden? Wo genau befindet sie sich? Und wie viel hat uns der Aufenthalt gekostet? Suchen wir uns einen gemütlichen Platz, dann können wir das alles in Ruhe mit euch besprechen. Beginnen wir mit der ersten Frage, die ist uns wirklich sehr oft gestellt worden, und zwar: Wo genau befindet sich eigentlich die Hütte, in der wir die 5 Monate in Norwegen verbracht haben? Und eigentlich, ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir die genaue Location nicht bekannt geben, aber wir können euch die Region ungefähr sagen. Und zwar ist sie zwischen Tromsø und Senja. Ihr könnt sie mal auf der Karte nachschauen. Wir können euch versprechen, egal wo in der Region, es ist wirklich überall wunderschön. Und außerdem gibt es unzählige Hütten in der Region zu mieten. Es muss also nicht genau unsere Hütte sein. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man darauf schaut, wie ist die Hütte ausgerichtet, also in was für Himmelsrichtung. Weil wir haben das Riesenglück gehabt, dass unsere Hütte nach Südwesten ausgerichtet war. Das heißt, wir haben, sobald die Sonne wieder da war, Sonnenlicht auf unserer Hütte gehabt. Das kann nämlich passieren, dass du irgendwie eine Hütte hast, die dann einen Berg davor hat, das heißt auf der Schattseite ist. Da ist einfach dann keine Sonne und das will man natürlich dann auch nicht haben. Kommen wir mal zur zweiten Frage, also wie haben wir die Hütte gefunden? Wir haben die Hütte auf der Homepage finn.no gefunden. Das ist so ungefähr wie in Deutschland eBay Kleinanzeigen oder in Österreich Willhaben. Und da gibt es wirklich unzählige Angebote an Hütten in Norwegen, ich glaube in Schweden auch und in Finnland, also in ganz Skandinavien. Übrigens, das ist auch die Webseite, wo wir unsere Fjellski gekauft haben. Also da gibt es eben auch nicht nur Häuser und Hütten zur Miete, sondern das ist wirklich die Gebrauchtwarenbörse von Norwegen. Die nächste Frage lautet: Wie war die Hütte ausgestattet und war sie ausreichend gedämmt? Immerhin hat sie doch minus 20 Grad gehabt. Also zur Ausstattung muss man sagen, wir haben das Glück gehabt, dass die Hütte kurz vorher frisch renoviert worden ist. Das bedeutet, es war vorher eine ganz einfache Hütte mit weder Wasseranschluss noch Stromanschluss. Es hat dementsprechend auch kein Badezimmer gegeben, aber das ist eben kurz vorher alles frisch renoviert worden. Somit haben wir eigentlich alle Annehmlichkeiten gehabt, die man so braucht. Und das war uns auch ganz wichtig, weil wir sind vorher eben einige Monate durch Skandinavien gefahren, wo wir mehr oder weniger ausschließlich im Zelt gelebt haben. Und wir haben uns einfach darauf gefreut, einen fixen Ort zu haben und eben so Sachen zu haben wie fließend Wasser, Strom, ein Bett und so weiter. Also das war einfach unsere Sehnsucht und deswegen war das für uns wichtig, dass die Hütte so ausgestattet ist. Die Küche war ja wirklich sensationell, also besser als zu Hause, würde ich sagen. Das Badezimmer war semi-sensationell. Man hat alles gehabt, was man braucht. Wir haben sogar eine kleine Waschmaschine gehabt, aber man hat halt mehr oder weniger beim Duschen ist alles übergangen, es war alles nass, es war immer eiskalt in dem Badezimmer. Ja, also man darf sich das jetzt nicht luxuriös vorstellen, aber man hat alles gehabt, was man so benötigt hat. Die Dämmung, das kann man sich so vorstellen, es ist halt ein Holzhaus. Es war sicher eine Isolierung irgendwie zwischen den Holzplatten verbaut, genau wissen wir aber nicht, wie das funktioniert. Und wir haben dann schon gemerkt, bei minus 20 Grad, da kriegt die Kälte wirklich da ist dann schon richtig zwischen den Latten quasi durch. Ja.
Wir haben eben mit Strom geheizt und da haben wir dann schon gemerkt, bei minus 20 Grad ist die Heizung ziemlich an ihr Limit gekommen. Und da haben wir dann mit Holz nachhelfen müssen. Genau. Eine Frage war, ob wir Internetempfang in der Hütte gehabt haben. Dazu muss man sagen, wir haben einen Festanschluss haben wir nicht in der Hütte gehabt, aber wir haben eine norwegische SIM-Karten gehabt. Das hat aber nur deswegen funktioniert, weil die Angie Verwandtschaft in Norwegen hat. Das heißt, man kriegt, soweit wir wissen, eine SIM-Karten nur, wenn man ein norwegisches Konto hat. Und deshalb haben wir so SIM-Karten gekriegt, haben die SIM-Karten in ein Telefon von uns rein dann und haben immer eigentlich einen Hotspot mit einem Telefon gemacht und haben beide dann dadurch Internet gehabt. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass man keine SIM-Karten bekommt, sondern man bekommt nur einen Handyvertrag, wenn man ein norwegisches Konto hat. Und wir wollten nicht unbedingt einen Vertrag haben, damit wir mehr Datenvolumen haben und es halt einfach Kostengründen war das. Also wenn man jetzt so Prepaid nimmt, kriegt man halt relativ wenig Datenvolumen für viel Geld und so haben wir das halt lösen können, dass wir einen Handyvertrag gehabt haben und so war das für uns eine gute Lösung für die 5 Monate. Die nächste Frage lautet, was haben wir von zu Hause mitgenommen für die Zeit in Norwegen? Bei uns war es ja so, dass wir vorher mit dem Fahrrad unterwegs waren und haben also dementsprechend schon viel Wintersachen dabei gehabt. Die haben wir natürlich alle mit in den Norden nach Norwegen genommen. Aber wir haben immer wieder Besuch gekriegt und da haben wir schon immer wieder Bestellungen von zu Hause entgegengenommen. Also es hat eben schon ein paar Sachen gegeben, die wir nur zusätzlich braucht haben, wegen der Kälte, wie zum Beispiel richtig gute Winterschuhe, einfach mehr Wintergewand, dickere Handschuhe, die zum Beispiel. Ja, wir haben unter anderem halt auch, weil wir so viel gearbeitet haben in der Hütte, haben wir dann einen Laptop gekriegt und Festplatten, wo wir ganz viele Videoaufnahmen drauf gehabt haben, die wir braucht haben. Ja, und wir haben ja das Riesenglück gehabt, dass der Christian, wie ihr es im zweiten Video gesehen habt, zu uns mit dem Bus nach Norwegen raufgekommen ist. Und der ist auch zur gleichen Zeit wie wir wieder aus Norwegen abgereist und dem haben wir unseren ganzen Krempel ins Auto geben dürfen. Der Bus war gesteckt voll dann mit Zeug von uns, ja, was er wieder mitgenommen hat. Das war wirklich ideal, weil wir sind ja dann mit den Rädern nach Schottland und er hat unsere ganzen Sachen nach Salzburg gebracht. Das war eine riesengroße Hilfe, eine logistische. Danke Christian. Schaut übrigens auf seinem Kanal vorbei, er macht geniale Timelapses, auch von Norwegen, aber auch von Argentinien und von überall auf der Welt. Ja. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Eine Frage, die ihr uns auch gestellt habt, war, was wir während der dunklen Zeit gemacht haben, wie wir mit Winterdepression umgegangen sind und wie die Norweger damit umgehen. In der dunklen Zeit haben wir eigentlich relativ viel gearbeitet. Wir sind viel in der Hütte gewesen. Wir haben aber auch darauf geschaut, dass wir regelmäßig rauskommen, dass wir Sport machen, dass wir ins Fjell gehen, dass wir mit den Fjellski wandern, dass wir einfach viel in der frischen Luft halt auch sind. Genau, und zur Winterdepression, da muss die Angie ein bisschen was dazu sagen. Also mir hat die Dunkelheit nicht so viel ausgemacht und die Isolation auch nicht so viel ausgemacht. Also ich kann ganz gut mit mir alleine sein, aber das war bei dir ein bisschen anders. Ja. Genau. Ja, also für mich war die erste Zeit die schwierigste. Also so nach der ersten Woche ist es ein bisschen losgegangen, dass ich einfach diese soziale Isolation und die Dunkelheit, die Kälte, mir hat das sehr zu schaffen gemacht. Also ich war total energielos. Mir ist einfach psychisch wirklich schlecht gegangen. Also wir waren, wenn man ganz ehrlich ist, kurz davor, die Sache abzubrechen, weil wir nicht recht gewusst haben, wie ich aus diesem Loch rauskomme. Und für mich, ich bin einfach, ich brauche immer Menschen um mich und ich genieße das einfach, mit Freunden zu sein und da war halt niemand. Und da waren wir halt immer nur zu zweit und immer am gleichen Ort, immer dunkel. Das Erste, was uns sehr geholfen hat, war, wir haben diese Situation dann analysiert und die erste Analyse war quasi, okay, in unserem Haus ist es einfach zu dunkel. Und wir haben immer nur die Lichter angehabt, so kleine indirekte Lampen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen eine richtig starke Lichtquelle. Und dann haben wir uns so eine LED-Röhre, oder wie nennt man das? LED-Röhre, genau. Haben wir uns dann mitten in den Raum reingehängt, so mit Schnüren und dick so irgendwie. Sehr improvisiert, ja. Aber auf einmal war der Raum hell und das hat sehr gut getan. Das hat so einen Unterschied gemacht. Und das ist im Übrigen auch das, wie die Norweger damit umgehen.
Die haben alle eine Tages-UV-Lampe, nennt man das so? Tageslicht? Genau, viele von denen haben daheim so eine UV-Lampe, wo man sie 15 bis 20 Minuten am Tag davor setzt mit dem Gesicht. Und das soll einfach stimmungsaufhellend sein und genau, das sind also große Lampen, da sitzt man sich davor und lässt sie bestrahlen. Von der Sonne bestrahlen. Ja. Genau. Aber uns haben die Norweger eben auch schon gesagt, dass sie das Rausgehen das Wichtigste ist und trotzdem haben wir aber auch oben sehr viele Probleme damit. Gerade mit dem Schlafen, man glaubt irgendwie, man schlaft dann die ganze Zeit, aber eigentlich entwickeln sie durch die dunkle Zeit sehr viele Schlafprobleme, weil der Biorhythmus so durcheinander kommt. Genau. Also es ist eine Herausforderung, aber bei mir hat sich dann alles eben geändert mit der Lichtquelle und der zweite ausschlaggebende Punkt war dann der Besuch von Reinis Eltern. Ab dem Moment, das waren 3 Wochen, die waren so schön und da habe ich irgendwie so viel positive Energie aus dem ziehen können. Das hat dann gereicht bis zu den nächsten Besuchen und dann sind ja immer mehr Besucher gekommen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen besser eingegliedert in das soziale Leben im Dorf und ja, so ist es dann immer besser geworden mit der Zeit. Dazu passend die nächste Frage, hätten wir das auch ohne Partner gemacht? Und für mich ganz klar die Antwort, niemals. Ja, ich muss für mich sagen, ich hätte es auch alleine gemacht, aber sicher nicht so lang. Also keine 5 Monate. Ich würde sagen, für 1 Monat hätte ich das super spannend gefunden, aber wie gesagt, einfach über 5 Monate auch nicht. Eine Frage war, wie wir uns da oben ernährt haben und ob wir irgendwelche Lebensmittel vermisst haben. Wir haben im Grunde kriegt man ja alle Lebensmittel da oben, also alles, wie man es jetzt bei uns in Österreich auch kennt oder in Deutschland. Es ist aber alles eine Frage des Preises. Das heißt einfach, dass so Dinge wie Käse, wie Mozzarella, Feta, ist unglaublich teuer da oben. Oder zum Beispiel auch frisches Gemüse. Ich meine, es ist ja eigentlich klar, dass da oben Gemüse teurer ist, weil da wächst halt einfach auch nichts. Das muss halt alles von weit weg hergebracht werden. Das heißt, eben frisches Gemüse ist sehr teuer. Wir haben deswegen eigentlich ziemlich oft auf Tiefkühl-Gemüse zurückgegriffen, dass man halt irgendwie an ein bisschen was Frisches und so kommt. Was auch sehr teuer ist und sehr schwer zu bekommen ist gutes Brot. Aus dem Grund habe ich angefangen, Brot zu backen und da sind wir dann wirklich gut versorgt gewesen. Also wir haben dann im Endeffekt Sauerteigbrot gehabt, Laugenbrezen, Kornspitz, Salzstangerl, da waren wir dann sehr gut versorgt. Ich habe überhaupt angefangen, sehr viele Dinge zu kochen, die man irgendwie so von zu Hause halt kennt, wie so typisch österreichisch wie Kaiserschmarrn und Germknödel. Genau, was man zu Hause nie macht, aber dort war es irgendwie dann spannend, weil man halt Zeit gehabt hat, sie da irgendwie auszuprobieren. Spannend war natürlich auch die norwegischen Gerichte auszuprobieren. Wir sind ja beide Vegetarier, somit fällt dann schon mal sehr viel weg. Aber zum Beispiel gibt es diesen Brünost, also braunen Käse. Der ist sehr bekannt in Norwegen. Wir haben den, glaube ich, einmal in einem Video vom Radlfahren mal hergezeigt. Muss man mal probiert haben. Sehr viel mögen den nicht. Ich liebe ihn. Der eine ist Nein, ich mag ihn eigentlich auch, aber wir haben dann ein bisschen zu viel gegessen und dann, Nächste Frage. Wie haben wir uns warm genug gekleidet? Und das ist eine sehr gute Frage, weil für minus 20 Grad oder noch kälter ist man halt im Normalfall nicht ausgerüstet. Wir haben das Glück gehabt, dass wir Freunde in Tromsø gefunden haben und die haben uns jeweils einen richtig dicken Polaranzug ausgeliehen für die Zeit. Und am Anfang haben wir uns gedacht, was sollen wir damit? Viel zu groß. Ja. Schauen sehr lustig aus. Und im Nachhinein, wir waren so dankbar, dass wir diese 2 Skianzüge gehabt haben. Also wir haben dann einfach, weil die so groß waren, haben wir unten drunter alles anziehen können, was wir dabei gehabt haben. Und dann haben wir die nur oben drüber anzogen. Und besonders, wenn es darum gegangen ist, Nordlichter zu schauen, Timelapses zu machen. Genau, zum Fotografieren. Ich bin ja oft Stunden draußen gestanden und habe fotografiert und ohne diese Anzüge war das nicht möglich gewesen. Die nächste Frage war, warum wir nie mit dem Fahrrad und Zelt rausgegangen sind. Also wir haben das ursprünglich vorgehabt, dass wir eine Tour machen mit dem Fahrrad und dann im Zelt schlafen werden. Da muss man sagen, irgendwie hat uns da immer so ein bisschen die Motivation dafür gefällt. Es war halt eiskalt, unsere Ausrüstung war nicht perfekt dafür, vor allem zum draußen schlafen. Und so ist es eigentlich dann nie dazu gekommen, dass wir das gemacht haben. Also irgendwie gereizt hätte es uns schon, aber es ist in die 5 Monaten halt dann nie passiert.
Ja, ich muss, aus meiner Sicht muss ich sagen, ich hätte die mentale Energie dafür nicht aufbringen können. Wir haben dort oben so viel, also es war einfach eine mentale Herausforderung. Es war so viel immer zum Überwinden. Man hat schon so oft aus seiner Komfortzone raus müssen. Und ich war nicht bereit dazu, bei minus 10 Grad tagelang mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und im Zelt zu schlafen. Ja, dafür hat mir einfach die Energie nicht ausgereicht. Eine spannende Frage von euch war, wie intensiv man die Nordlichter mit freiem Auge sieht. Da muss man dazu sagen, wir haben in unseren Videos Timelapses gehabt. Das heißt, da macht man ganz viele Fotos und fügt es dann zu einem Video zusammen. Da sieht man die Nordlichter wesentlich intensiver. Es ist aber auch so, dass manchmal die Nordlichter so intensiv am Himmel tanzen, dass man es mit freiem Auge richtig gut sieht. Also genauso wie man es im Timelapse sieht, kann man es dann auch mit freiem Auge sehen. Ja, es gibt aber auch noch die Tage, wo die Nordlichter nur ganz, ganz schwach sind. Und da sieht man mit dem freien Auge vielleicht nur einen kleinen, so einen ganz schwachen Schimmer. Und die Kamera kann dann aber schon sehr, sehr gute, intensive Fotos machen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch Tage, wo die Nordlichter so intensiv sind, dass man mit freiem Auge einfach nur mit offenem Mund dasteht und glaubt, der Himmel fällt auf einen runter. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Ja. Wow, Gänsehaut. Die nächste Frage: Welche Erfahrungen haben wir mit den Norwegern gemacht und haben wir gute Kontakte schließen können? Jein. Also wir haben nur gute Erfahrungen mit Norwegern gemacht. Also 99,9%. Es hat nur einen Vorfall gegeben, aber den lassen wir jetzt weg, weil es gibt überall Deppen. Ja. Aber das ist überhaupt nicht repräsentativ. Wir haben alle Menschen, die wir kennengelernt haben, sowohl in unserem Dorf als auch auf unserem ganzen Weg mit dem Fahrrad, wo wir Norwegen durchquert haben, wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Sie sind natürlich, Norweger oder Skandinavier allgemein, haben ja den Ruf, dass sie sehr zurückhaltend sind, in sich gekehrt, und die Erfahrung haben wir schon auch gemacht. Aber das ist auch der Grund vielleicht, warum wir im Dorf es oft schwierig gehabt haben, den sozialen Anschluss zu finden. In dem Dorf, wo unsere Hütte gestanden ist, haben wir dann über die Zeit unsere Handvoll an Kontakten gehabt, die wir jederzeit kontaktieren haben können, wenn wir Hilfe gebraucht haben, die uns zum Essen eingeladen haben, die wir zum Essen eingeladen haben und so weiter und so fort. Also da ist dann schon eine Beziehung entstanden, aber es waren dann immerhin doch nur 5 Monate und ja, also wir haben versucht, das Beste rauszuholen, aber es war nicht, ja. Ja, man muss auch sagen, also wir sind ein bisschen zurückhaltend natürlich, also vielleicht, wenn man ein bisschen offensiver das Ganze angehen würde, dann würde man auch mehr Kontakt zu den Leuten haben, aber das sind einfach wir von unserer Natur her einfach nicht so. Ja, wir sind eigentlich mehr die Norweger. Schau, oder? Ja, schau. Eine Frage war auch, was wir in einem medizinischen Notfall dann hätten. Also unser Dorf ist ja doch relativ abgelegen gewesen. Dazu muss man aber sagen, dass Norwegen eine richtig gut ausgebaute Flugrettung hat. Das heißt, in einem wirklich ernsthaften Notfall wäre die Flugrettung gekommen. Zusätzlich gibt es aber auch in Norwegen, jetzt vor allem für die Anwohner in Norwegen, gibt es ein System, das heißt, wenn man ins Krankenhaus muss, das heißt, wenn irgendeine Untersuchung oder wie auch immer was ist, dann gibt es einen Service, dass vom Krankenhaus ein Taxi zu den Personen hinfährt, die abgeholt werden, ins Krankenhaus gebracht werden und dann auch wieder heimgebracht werden. Das ist ein Service vom Land, wo man bewirken will, dass die Menschen auch am Land leben bleiben, also dass nicht alle in die Stadt ziehen, was wir richtig gut finden. Ja, und das haben wir uns im Dorf auch sehr viele ältere Menschen in Anspruch genommen, muss man sagen. Genau, ja. Und zusätzlich war für uns halt auch immer nur so, dass wenn jetzt wirklich ein Notfall gewesen wäre, dann wären wir halt wirklich auf unsere Nachbarn zugekommen und die hätten uns dann auch geholfen, wie man sie, also ja, die hätten uns einfach dann weitergeholfen. Eine sehr spannende Frage: Würden wir im Nachhinein etwas anders planen oder etwas anders machen? So grob gesagt, nein. Ja. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die uns währenddessen natürlich aufgefallen sind. Ein großer Nachteil oder Vorteil, je nachdem, man kann sehen, wie man möchte, wir waren ohne Auto dort. Und das hat uns einerseits dazu gefordert, kreativ zu werden, dass wir uns eben
bewegen, also quasi in der Gegend bewegen können, dass wir zum Einkaufen kommen, dass wir uns darauf angewiesen sind, unsere Nachbarn zu fragen und so weiter. Hat ja auch positive Effekte gehabt, aber wir hätten natürlich viel mehr von der Gegend gehabt mit dem Auto. Also wir hätten viel mehr verschiedene Skitouren gehen können. So waren wir halt auf die zu fußläufig erreichbaren Orte beschränkt. Und es hätte natürlich wahnsinnig viel zu entdecken geben. Also ein Auto hätte uns sehr viel ermöglicht, also, genau. muss man schon sagen. Ja. Genau. Und was ich mir im Nachhinein wünschen würde, ist, dass wir eben, dass ich mehr Mut gehabt hätte, auf Menschen zuzugehen, Menschen anzusprechen. Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht, wenn wir uns dazu überwunden haben. Ja, wir haben immer ein nettes Gespräch geführt, wir haben immer wieder einen guten Kontakt gekriegt, der uns wieder irgendwas ermöglicht hat und uns wieder ein bisschen weitergebracht hat. Und ja, wir hätten uns das vielleicht einfach öfters trauen sollen, aber wie der Reini vorher schon gesagt hat, wir sind eher die Norweger. Wir sind ein bisschen zurückhaltend, ja. Genau. Was ihr uns auch noch gefragt habt, ob wir das Ganze wieder machen würden. Nachdem wir jetzt die Erfahrung gehabt haben, dass wir nachdem wir die Dunkelheit jetzt so erfahren haben über so eine lange Zeit, würden wir beide nimmer so lang da oben bleiben. Das heißt, wir würden es einfach kürzer machen, wir würden vielleicht für 1-2 Monate und dann aber erst später. Das heißt, erst so gegen Ende Februar, Anfang März. Ich glaube, das war die perfekte Zeit für da oben. Man sieht nur Nordlichter, man kann super Skitouren gehen, ins Fjell gehen, man hat Sonne. Also ich glaube, eben, wenn wir es nur mehr machen würden, würden wir jetzt später einfach rauffahren. Ja, aber wer irgendwie den Drang verspürt, einmal diese Finsternis zu erleben, das würden wir schon sehr empfehlen. Ja. Also wir wollen die Erfahrung nicht missen, so hart das auch manchmal war. Und deswegen, wir können das wirklich empfehlen, mal auszuprobieren. Aber nachdem wir das jetzt erfahren haben, das nächste Mal bei Sonnenschein rauf. Ja. Kommen wir jetzt zu der Frage. Wir haben aufgehört zum Zählen, wie oft ihr uns die schon gestellt habt, aber es brennt scheinbar unter den Fingernägeln die Frage, was hat es gekostet und wie können wir uns das leisten? Ja. Mama und Papa zahlen. Das haben tatsächlich einige drunter geschrieben. Na. Also erste Frage, was hat es gekostet? Wir werden eigentlich keinen Preis nennen, aber schaut einmal auf die Website von Finn, wie wir gesagt haben, finn.no. Dort kann man sich ungefähr mal orientieren, was so eine Hütte für eine Woche zum Beispiel kostet. Wir sind das Ganze so angegangen, dass wir dem Vermieter ein E-Mail geschrieben haben, ihm erklärt haben, was wir machen, was wir vorhaben und dass wir gerne für mindestens 3 Monate, war der ursprüngliche Plan, glaube ich, in der Hütte verbringen wollen. Dass wir sehr verlässliche Mieter sind, dass wir sehr gut auf die Hütte aufpassen würden, aber wir können uns die Hütte zu dem Preis, wie sie angeschrieben ist, das hätten wir uns nicht leisten können und haben wir einen Preisvorschlag gemacht. Wir haben dann das Glück gehabt, dass der Vermieter sofort auf das Preisangebot von uns eingegangen ist und somit war die Sache eigentlich schon unter Dach und Fach. Das Einzige, was noch dazugekommen ist, und das ist auch ein Tipp von unserer Seite, sind die Stromkosten. Die sind in unserem Fall separat abgerechnet worden. Und zwar haben wir uns da im Vorhinein auf eine Pauschale geeinigt. Und die Pauschale ist uns so extrem hoch vorgekommen, dass wir uns dann einmal bei meiner Verwandtschaft, die auch in Norwegen lebt, erkundigt haben, ob das überhaupt ein realistischer Preis ist, für einen Monat Strom so viel zu verlangen. Und bei uns hat es fast von die Socken gehauen. Und meine Tante und die haben dann alle zu uns gesagt, na, das ist ein super Angebot und wir sollen es unbedingt annehmen. Strom in Norwegen ist einfach teuer. Das war jetzt 2021, wie wir dort waren, 2022, wie die Preise sich seither entwickelt haben, können wir überhaupt nicht sagen. Das war nur vor dem Ukraine-Krieg, vor der Energiekrise und ja. Ja, was man schon auch noch erwähnen soll, was ganz wichtig ist,
der hohe Preis für die Energiekosten kommt eben deswegen auch zustande, weil die Hütte vorwiegend mit Strom geheizt worden ist. Ja. Das heißt, deswegen hat man so viel Zeit. Wenn jetzt die Hütte nur mit Holz beheizt wird, dann hat man natürlich wesentlich niedrigere Stromkosten. Dafür muss man natürlich fürs Holz viel zahlen. Genau, ja. Also so viel zu dem Thema, was die Hütte gekostet hat. Und jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, wie können wir uns das leisten? Zum großen Teil haben wir uns die ganzen Reisen und Projekte der letzten Jahre aus unserem Ersparten finanziert. Wir haben davor gearbeitet, haben uns was auf die Seite gelegt, haben sehr sparsam gelebt und Radreisen, muss man natürlich auch dazu sagen, ist im Allgemeinen sehr kostengünstig. Wir haben da mal ein Video dazu gemacht, wir verlinken euch das da oben. Schaut es das gerne mal an. Da seht ihr, wie viel wir ungefähr ausgeben, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. In der Hütte ist es natürlich was anderes, da kommt die Miete dazu. Aber wir haben einfach einen sehr, sehr sparsamen Lebensstil. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir da alle Touristenattraktionen mitgenommen haben, jeden Tag den besten Käse und den besten Wein getrunken haben. Also überhaupt nicht, wirklich. Wir sind sehr, sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Und ja, wir haben auch in dem einen Jahr, wie die Corona-Krise begonnen hat, waren wir zu Hause und haben da auch wieder ein Jahr zu Hause gearbeitet und haben uns da ein bisschen einen finanziellen Polster aufbauen können. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist unser ganzes Projekt Saddle Stories. Da haben wir schon ein paar kleine Einnahmen gehabt, aber wirklich sehr kleine Einnahmen und da haben wir bis jetzt noch nicht davon leben können. Wir versuchen das nächstes Jahr zu ändern, das Projekt ein bisschen zu vergrößern. Wir haben Einnahmen durch unsere YouTube-Videos zum Beispiel. Wir kriegen von euch ab und zu Unterstützung. Vielen Dank an jeden Einzelnen davon. Wir haben einen Online-Vortrag, den man sich anschauen kann auf unserer Webseite. Verlinken wir euch auch noch mal gerne in der Videobeschreibung. Und so haben wir ein paar kleine Einnahmequellen, die uns schon helfen, aber wie gesagt, uns das Überleben noch nicht sichern. Genau. Also die letzte Frage von euch war, ob wir in Zukunft öfters solche Projekte machen wollen und wo wir eben länger mal wo bleiben. Und wir wollen in der Zukunft so eine Mischung aus verschiedenen Dingen machen. Wir wollen unter anderem sicher auch immer wieder wohin fahren, wo wir länger bleiben, dass man einfach so dieses, wie leben die Menschen in der Region, wo man ist und so, dass man das ein bisschen mehr erfahren kann, weil wenn man jetzt einfach nur eine Woche wo ist, dann ist das sicher nicht so intensiv, wie wenn man einen Monat oder 2 Monate wo ist. Wir wollen aber auch kurze Projekte machen, das heißt, wo wir einfach mal eine Woche unterwegs sind oder 14 Tage. Also es wird einfach alles dabei sein. Wir freuen uns auf jeden Fall extrem aufs nächste Jahr. Wir haben ganz viele kleine und größere Projekte in Planung und wir nehmen euch mit. Wir hoffen, ihr seid dabei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im nächsten Video.